Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Video, sehr spontanes Video. Ich bin jetzt hier einfach mal in den Garten gegangen. Und zwar, es geht darum, um diese Situation gerade, die sich abspielt, seitens Tesla für die Bestellung von neuen Model 3s, Model Ys, die meisten Owner jetzt von euch da draußen betreffen, vor allem aus China. So, es ist die Sache, ich bin jetzt seit 2019 Tesla-Fahrer. Ich habe schon einiges erlebt. Ich habe damals das Refresh-Modell gekauft, habe gesagt, ich nehme nur das Refresh-Modell im Dezember 2020 war das, wenn auch alles dabei ist. Ich kam an, es waren zum Beispiel nicht die Matrix-Scheinwerfer oder eventuell Matrix-Scheinwerfer verbaut. So, was machst du? Du nimmst das Auto trotzdem. Also ich habe schon einiges erlebt bei Tesla und spreche da ein bisschen aus dem Nähkästchen. Und an alle Besteller jetzt da draußen. Es wird jetzt viel gesagt, zum Beispiel auch bei Tesla Mark in YouTube habe ich gesehen, dass ein Software-Bug das Problem ist von diesen Zeitfenstern, die auf einmal so sprunghaft weit nach hinten gehen. Also wir reden hier nicht von einer Woche, wir reden hier nicht von einem Monat, sondern teilweise wirklich von 2-3 Monaten, wenn nicht sogar noch mehr. Mein einer Kumpel hier, der hat jetzt Auslieferung im Juni gesagt bekommen, jetzt steht das auf einmal auf November, Dezember. What the hell? Das geht nicht sowas. Gerade weil der sein Auto schon verkauft hat und die Planung dann einfach ins Wasser fällt. Ich meine, was machst du denn dann? Ein halbes Jahr nochmal irgendwie dir ein Auto kaufen oder so? Das ist einfach scheiße. Und ich habe ihn jetzt erstmal beruhigt, habe gesagt, hier, Tesla ist manchmal sehr argwöhnisch und gerade was Kundenbeziehungen angeht, nicht die geilste Firma ever, die haben, wo du dir ein Auto kaufst, das muss ich echt so sagen. Aber es wird sich schon irgendwie klären. Ich glaube mittlerweile aber nicht, dass es ein Software-Bug ist. Ich glaube schon, da steckt mehr dahinter. Überlegt doch einfach mal, Leute. Jetzt fahren zwar 4 Schiffe hierher nach Europa, war. Aber wir haben ich habe jetzt noch mal in der Tagesschau geguckt in den Nachrichten, wir haben seit Ende März 2022 diesen Jahres in Shanghai, in der Megametropole zum Beispiel, einen Lockdown, der bis jetzt erst angedauert und jetzt fahren die langsam erst wieder hoch. Ich sage euch ganz ehrlich, ich sage es euch, wie es ist, ich bin der Meinung, das ist alles politisch. Das ist alles politisch. Warum? China verfolgt die Null-Covid-Strategie. Dadurch durften ja auch die Mitarbeiter, teilweise hat Elon gefordert, dass die im Werk schlafen, um dort weiterzuarbeiten. Das ist natürlich nicht überall passiert. So, China versucht massiv den Weltmarkt indirekt zu manipulieren und zu schädigen. Ganz einfach mit den Absatzzahlen. Alles wird in China gebaut. Alles wird in China sein. Der große Absatz kommt in die USA rein, nach Deutschland und so weiter, Europa und so weiter. So. Wenn dieses System beschädigt wird, können natürlich auch nicht die ganzen Produkte vom Band laufen und auch nicht verschifft werden. Wir wissen, ihr habt es vielleicht in Erinnerung noch in Shanghai, wo die Schiffe alle reihenweise standen und nicht anlegen konnten, beziehungsweise einfach nicht beladen werden konnten, weil sie nicht an den Hafen rankamen. Keiner war da von den Chinesen und hat da irgendwie seine Arbeit verrichtet. Das war bewusst von der Politik in meinen Augen, um halt diese ganze Instabilität jetzt zu erzeugen. So. Wenn ihr jetzt die Fahrzeuge bestellt habt, teilweise im Februar, teilweise im März oder auch im April, da war dieses Ausmaß, was das hier in Shanghai annimmt, noch gar nicht klar. So, jetzt könnt ihr euch doch einfach mal extrapolieren, was da natürlich mit den Lieferzeiten passiert. Bei uns, ich habe jetzt noch 2 Model Ys in der Pipeline. Bei mir stand erst Auslieferung im Mai, jetzt Juni und jetzt stehen wir im Juli drin. Das heißt, wir verschieben uns faktisch genau um ein Quartal. Das heißt, 3 Monate ziehen wir locker nach hinten. Und ich glaube nicht, dass das ein Software-Bug ist, Leute. Ich glaube es einfach nicht. Das wäre ein äußerst dummer Zufall. So, das ist die eine Schicht und die andere Schicht ist, die paar Schiffe, die jetzt kommen, die 4 Schiffchen da, die sind nicht alle für den deutschen Markt. Deutschland ist nicht alles, wo Tesla gefahren wird. Da gibt es in Europa, da gibt es Märkte, die neu erschlossen werden. Wir haben unten zum Beispiel auch nicht Kroatien, sondern ist das Israel? Müsst ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube, Israel kriegt jetzt auch schon Schiffe. So, Norwegen oben, die warten alle auf ihre Fahrzeuge, Ich meine, dass die Strompreise erhöht werden und was weiß ich, das ist zwar in Deutschland massiv, aber passiert auch in anderen europäischen Ländern. Und da steigt natürlich exponentiell, kann man fast sagen, die Nachfrage, Deswegen, Leute, ich bin einfach der Meinung, es hängt mit einem einen Lockdown zusammen in Shanghai, der nicht abzusehen war und der nicht einkalkuliert war. Ganz einfach, so ist es. Und jetzt werden die Ausmaße erstmal klar. Jetzt wird erstmal hochgefahren in Shanghai, auch in der Gigafactory wieder. Und wieder der Lauf normal funktioniert, gehen 3 Monate ins Land.
Die Schiffe kommen ja auch noch hierher, das dauert ja auch seine Zeit. Und die Absatzmärkte, die schreien nach Fahrzeugen ohne Ende. Guckt euch mal um. Tesla sind noch die einzigen, die einigermaßen liefern können. Und was kauft man dann? Natürlich einen Tesla. Auch wenn der Lieferzeit vielleicht steht noch im August oder September oder was weiß ich. Es ist nur blöd für Kunden, einfach transparenzhalber für Kunden, dass die so hingehalten werden. Gerade weil das Fahrzeug ist nicht günstig, man rechnet teilweise auch, dass man sein Fahrzeug verkauft und dann, dass man gleich im Anschluss dann sein neues Fahrzeug erhält und sowas. Und jetzt wirst du einfach mal 3 Monate ins Land geworfen und das ist schade. Das ist kein gutes Kundenhandling in meinen Augen. Und das muss Tesla sich eindeutig auf die Fahne schreiben. Tesla ist besser geworden mit den Kundenbeziehungen und so weiter, keine Frage, aber gerade sowas, das ist scheiße. Und ja, das ist nur meine Meinung dazu. Ich bin der Meinung, wurde nicht richtig kalkuliert einfach, gerade mit dem Lockdown, der Ende März anfing und bis jetzt angedauert hat. Das war einfach nicht in der Kalkulation richtig abgebildet. Und da ist was schiefgelaufen, intern ist was schiefgelaufen in meinen Augen. Aber das werden wir nicht wissen, vielleicht werden wir es erfahren. In meinen Augen ist das kein Softwareproblem oder internes Problem mit dem Software-Bug oder was weiß ich. Aber das kann jeder denken, wie er will. Ich wünsche euch da draußen auf jeden Fall, dass ihr eure Fahrzeuge gezeichnet bekommt. Vorfreude ist die schönste Freude. Das muss man sich vor Augen halten. Aber klar, bei 3 Monaten oder noch länger, da hört es langsam auf, muss man echt so sagen. In diesem Sinne, Leute, bleibt stabil da draußen, versucht das Beste draus zu machen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Am Freitag kommt die iRento Bravo TS 125er, finale Version. Gab es auch Probleme, da werdet ihr das Gleiche sehen. Da werdet ihr auch die Lieferprobleme sehen und was sich da alles aus China, was China von Auswirkungen auf den Weltmarkt hat. Das werdet ihr auch sehen in dem Video. In diesem Sinne, ich will nicht politisch werden, wir sehen uns.